Moin Freunde, wir sind auf unserem neuen Planetoiden mit den Kühen und ja, wir werden uns jetzt mal damit beschäftigen, wie wir die Basis machen, wie wir Wasser einrichten, besonders auch, wie wir überhaupt Sauerstoff hier ranbekommen. Sauerstoff müssen wir halt über die Kühe machen, indem wir die melken und aus den Bracken dann über Brackwachs Nachlese Sohle herstellen und über die Sohle dann wieder Wasser. Die Sache ist aber, es muss alles kühl genug sein für den Mist, damit es funktioniert. Aber wenn es kühl ist, muss es eigentlich auch gleichzeitig... wie soll ich es ausdrücken? Ja, wenn es kühl ist, muss es auch gleichzeitig so bleiben, ohne dass Wärme nach außen abgeht. Und dafür bräuchten wir nochmal einen schönen, ja, Kühlgenerator. Den würde ich dann hier drüben irgendwo hinpacken, neben den Chlor, weil das müssen wir auch runterkühlen. Und hier unten extra nochmal einen fetten Kühlsee. Die nächste Sache ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich die Basis machen will, wegen dem Erdgas. Wahrscheinlich werde ich so machen. Die Kühe werden in dem separaten Raum hier drüben sein, mit dem ganzen Gasgras und so, damit da so gut wie nur Erdgas ist. Und dann den Rest der Basis werde ich einfach nur mit Sauerstoff füllen. So, gut. Dann, wir hatten unseren ersten Asteroidenschauer mit unseren Kühen. Hier kommen halt nur die Kühe runter, nichts anderes. Deshalb ist das einer der wenigen, wo ich gerne hin wollte. Als auch, wenn wir so schauen, die Raketenplattform kann nicht wirklich sehr viel höher. Also muss sie ja wirklich schon dastehen oder noch tiefer. Was relativ gut ist, weil dann können wir einfach hier oben drauf den Block machen, damit sich nichts erwärmt. Und irgendein Tier verhungert, das macht mir wieder Sorgen. Komm, ich will wissen, was verhungert. Weil wenn ich weiß, was ein Hedge verhungert. Alles klar, die können gerne verhungern. Wie sieht es eigentlich hier aus? Die haben das immer noch nicht gemacht. Und ist es wieder zu warm? Ich hasse die langsam, die Leute. So, das wegmachen und jetzt wieder das anschließen. Und weil es ja so wunderbar kühl ist, das Ganze, einfach das fette System wieder anschließen. Oh oh, oh oh, oh oh. Das System darf nicht volllaufen. Das System darf nicht mehr volllaufen. Puh. Gut. Ich hoffe, das wird dann ausreichen, damit es kühl genug bleibt. Wenn es langsam mal in Bewegung kommt, irgendwie stimmt da was nicht. Aber na gut. Na gut, na gut, na gut. So. Hier, der Dampf. Ja, 105 Grad, ja. Oh, warte, nochmal neue Druckerergebnisse. Und ich kann alles abweisen, weil ich davon nichts brauche. Gut. Gut, gut, gut. Aber wir wissen, wir müssen jetzt erstmal unsere Base hier hinmachen, damit doch die Leute wirklich mal was tun. Geschweige denn... Warte mal, hier, Solarzellen. Bei 2 Solarzellen würde ich ganz gerne hier oben noch drauf tun. Und dann erst runtergehen. Ja, okay, wenn ich das hier so mache, dann könnte ich sogar... Ja, könnte ich machen, aber nein, mache ich nicht. So, und dann geht's hier bitte schon runter. Hier runter und dann irgendwie damit verbinden. Ja, wir haben zwar nicht unbedingt den besten Platz hier oder irgendwie was. Aber komm. So, hier nochmal rüber. Dann könnt ihr hier schon mal langsam anfangen, wieder alles auszugraben. Wir müssen aufpassen. Weil das ist eine Sache, die mit als erstes machen sollen. Weshalb ich doch den Grabbefehl hier lieber mal lasse. Und die Wand bauen lasse. Und wieso ich nicht darüber gehen will, einfach halt wirklich, damit die Rakete hier hinkommen kann, als auch ich so einen kleinen Eingang hier drüben hin mache, damit die raus und reingehen können, wenn ich irgendwie noch mal was bestelle. Was hier liegt? Ah, ein normaler Schutzanzug, gut.
so einmal hier hoch. Genauso wie so hier hoch. Und jetzt überlege ich, wie ich mache, weil ich werde wahrscheinlich hier vorne dann eine Treppe hinmachen. Wenn sie sich nicht... Nein, 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 nein. Ihr sperrt euch nicht mehr ein. Ellie, geh da runter. Ihr habt alles Mögliche, aber ihr sollt euch nicht da einsperren. Und du hier bleibst hiervon weg. Ey, die wollen sich wirklich noch töten. Die wollen sich wirklich einfach nur töten. Oh, das war knapp. So, gut. Jetzt könnt ihr das hier bauen. Währenddessen erstmal auf den nächsten Asteroiden schauen. Wie viel ich nochmal gemacht habe. Ich vergesse das immer wieder. 7. Gut. Also, die Plattform muss 7 sein. So, wie viel haben wir bis hier runter, wenn ich so gehe? 7. Wären wir genau hier. Dann könnte ich hier nochmal so einen kleinen Fachraum bauen. Wenn ich es machen will. Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich glaube, ich mache so. So ist die Rakete so gut wie geht ausgenutzt. Dann also erstmal hier das so hinziehen. So. Und gleich nochmal hier unten das so machen, weil ich sehe schon kommen, die wollen sich wieder gegenseitig einsperren. So, ja, der große Raum da, dann Sauerstoff. Das ist das Wichtigste jetzt. Nachdem das große Loch da hinten ausgehoben ist, müssen wir natürlich ihn hier jetzt soweit anschließen. Und das ist auch noch die nächste Herausforderung, dann noch alles hier rauszubekommen. Normale Atmosphäre -4, okay. Also im Chlor ist es doch besser aufgehoben als im Erdgas. Gut zu wissen. Die andere Sache ist, ich habe mich ein bisschen vertan und dachte mir, es wäre ein bisschen größer. Für 3 Leute wird es wahrscheinlich gerade so ausreichen, aber nee. Was ich hier noch vorhabe zu bauen, wird es nicht. Da muss ich doch noch mal einiges wegnehmen und so. Und ich bin kein Fan davon, sowas offen zu lassen, vor allem Dingen im Weltraum. Aber es muss eben sein. Und wieso offen lassen? Einfach halt, wenn ich die Rakete immer wieder abschieße, könnte sich da was drin sammeln und später vielleicht Probleme geben. Und ihr sollt bitteschön das hier jetzt erstmal priorisieren. Die beiden Ecken. Das wird erstmal das letzte sein. Nahrung haben wir. Sauerstoff ist auch noch. Ja, wir sind fast durch die Hälfte durch. Aber das sollte soweit noch gehen. Die nächste Sache ist halt, irgendwo hier unten müssen wir das nächste gute Teil planen. Wo ich inzwischen auch schon überlege, wie ich es machen werde. So, auf jeden Fall, ja. Die Sache ist halt, die Kühlung muss so gebaut werden, dass sich das Chlorgas abkühlt, bevor es in irgendeinen Speicher kommt. Geschweige denn müsste der Speicher am besten auch nochmal separat sein. Als auch, wenn ich gerade so drüber nachdenke, könnte ich eigentlich es so hier machen, dass nochmal eins weiter nach draußen. Zum Glück bin ich noch nicht fertig mit allem möglichen Zeug hier. Das erleichtert mir einiges. Weil dann würde ich so machen, quasi die Ecke hier ist dann off-limit. Das hier wäre dann das einzige, wo dann Gasgras wachsen würde. Gut. Als auch, wenn ich hier mal nachschauen kann, könnte ich dann ein bisschen schöner, ja genau. Dann könnte ich ein bisschen schöner jetzt noch 2 Solarpanels hier oben dran platzieren. So einmal. Genau, und jetzt so auf einer ganz random Basis das hier dran machen. So, dann hätte ich zumindest Strom. Zumindest das schon mal. Das hier alles abreißen.
Und ihr baut hoffentlich alles auf, was ich will. Und weil das Vakuum ja so ein großer Feind von uns ist, müssen noch mal ein paar Platten dahin. Genau so. Wenn ihr das baut, ist hier unten dann die nächste Sache. Heißt, ja, erstmal vorskizzieren. Ich glaube, die ist 4 hoch, die Dampfturbine. So einmal. Heißt 3 ist so, dann so hier rum alles. Und ja, die Basis will ich soweit alles gleichmäßig gekühlt haben. Die einzige Sache ist, der Ort hier muss komplett hermetisch abgeriegelt sein, damit das Gas nicht raus kann. So, damit ich zumindest schon mal dann hier nach unten Zeug befördern kann. Nach unten Zeug befördern kann. Damit ich dann das Zeug nach oben befördern kann zum Gasgras. Und ich muss auch immer wieder nachschauen zum Schluss, wie es mit meinem Wasser steht. Denn das ist eine andere Sache ebenfalls. Wasser. Wie werden wir hier drauf das Wasser möglichst flüssig halten können? Ich sag's euch, wahrscheinlich so gut wie gar nicht. Das heißt, in irgendeiner Ecke, kurz der Speicherleck, in irgendeiner Ecke, wahrscheinlich sogar hier unten, ich werde das hier nochmal ein bisschen bearbeiten. So dann. In irgendeiner Ecke dann, wie gesagt, dann wahrscheinlich hier unten, wo dann, ja, durchgängig noch Wärme rüber transportiert wird. Und so wird hoffentlich alles funktionieren. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach das Wasser dann aus der Turbine nehme, aber nein. Das wird nicht heiß genug dafür. Das wird nicht heiß genug dafür. Ach ja, der Dampf ist halt die Sache dann. Das heißt. Ja. Das habe ich überhaupt noch nicht bedacht. Ich muss wahrscheinlich entweder mit einem Flüssigkeitswärmer das machen oder ja, eigentlich nur eine Raumheizung oder einem Flüssigkeitswärmer, damit Wasser flüssig bleibt für den Sauerstoff. So, jetzt nochmal 4 hoch, also hier. Und ja, eigentlich dann alles abreißen. Und ich werde das mal lassen, weil es wird mir einfacher fallen, wenn ich das hier dann alles wegmache. So, gut. Ja, auf jeden Fall. So viel ist jetzt gesagt. Die nächste Sache ist, wir müssen ja erstmal das Wasser zum Schluss überhaupt bekommen. Und wir können auch gleich schon mal hier mit anfangen, den Raum so weit abzuriegeln. Weil es darf nirgendwo dann Wärme rauskommen. Geschweige denn... Ja, ich muss hier ein Vakuum auch machen. Ich möchte nicht, dass die Wärme von meiner Sauna hier rüber geht. Das möchte ich erst gar nicht. Obwohl... Ich muss ja nicht mal ein Vakuum machen. Ich kann da einfach ein Rohr durchführen, ja. Einfach 2 isolierte Ziegel, um sicher zu gehen, und dann ein Rohr durchführen, damit es abgekühlt wird. Ja, so mache ich's. Genau so machen wir es. Gut. Die andere Sache ist, wir sind gut in Kalorien, also brauchen wir da nichts zu machen. Ich wollte gerade sagen, aber nee. Nee, da ist alles unter Kontrolle. Da ist alles unter Kontrolle. Nur noch irgendwie ein Gerät platzieren, wo man es fallen lässt zum Schluss, und ja. Erstmal fertig, und den Rest müssen die mit der Zeit machen. Geschweige denn, hier oben muss ich noch einmal komplett Glas ziehen. Ah, genau, eine Sache, die noch machen müssen. Ich will ja das Teil so hin platzieren, damit es dann mit dem hier zum Schluss. Aber wenn ich das so hin platziere, nehme ich wieder ein bisschen was weg. Also muss ich es doch weiter hierhin platzieren. Ja, komm, dann platziere ich es hier hin.
Gut, der ist jetzt also 6 Stück runter und wieder hier so. Gut, dann kommst du hier hin. Heißt, wenn du hier hinkommst, muss ich 2 zur Seite gehen. Also, hier kommt eine neue Leiter hin. Das hier werde ich trotzdem so weit lassen. Geschweige denn. Ja, jetzt muss ich definitiv die Ziegel so ziehen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Und damit nicht so viel Wärme abgeht, natürlich die Tür so hin platzieren. So weit wie möglich am Eck. Genau, und dann alles nochmal hier abreißen, wegen der Fehlkalkulation. Lol. Ah, na endlich! Eine Dämmerkappe ist erforscht worden. Es wurde auch mal Zeit. Ey, wie lange ich die Teile hier unten schon gehabt habe. Wahrscheinlich was. So, jetzt. Das ist übrigens auch was Neues beim Werkzeug. Wahrscheinlich war es einfach nur nicht genügend Strahlung. Gut. Das heißt, noch so einen Samen von Gasgras rüber transportieren lassen. Graupelweizen haben wir ja auf den anderen Planetoiden, auf den 2 kalten, und dann nochmal Hapspross irgendwie mit einer Mod herbringen. Genau. Dann haben wir sogar den Erfolg. Ich dachte nicht, dass wir den so schnell kriegen. Die Mu wird auch noch irgendwann gezähmt. Das hier müssten wir uns dann bald mal dran machen. Und wir haben direkt wieder sowas. Ja, komm. Auch wenn die... Ne, die sind nicht mehr unter Hunger und wir produzieren mehr als genügend. Hier, das sieht auch noch offen ganz gut aus. Das heißt, nur noch er ist ein Problem. Bionische Sauerstofftanks sind niedrig. Okay. Es gibt genügend Sauerstoff. Es sind aber auch nur die bionischen. Ach, egal. Ja, ich lasse die jetzt erstmal soweit alles hier konstruieren. Und ja, mal sehen, was dann so alles noch vonstatten geht, denn wir müssen das als nächstes zurückbauen. Einiges musste ich nochmal umplanen bei der Ausgrabungsaktion. Vor allem auch, ja, hier drüben. Ich wollte hier das möglichst hier mit abgeschnitten haben. Das heißt, die Rakete musste weg und die Plattform. Was natürlich nochmal ein paar Probleme gemacht hat. Wir sind hier jetzt ein bisschen wärmer als ich wollte. Wir können es ja hier sehen. Vor allem auch an den hier. Aber ja, sonst ist eigentlich alles relativ gleich geblieben. Aber hier, ich habe mir so gedacht, dann, wenn es doch eh Cloggers ist und ich es gefrieren lasse, wieso muss ich dann bitte schön noch eine Pumpe bauen? Dann kann ich auch gleich den ganzen Raum hier gefrieren lassen. Somit haben wir auch einiges nochmal an Material eingespart. Die andere Sache ist jetzt, um den Raum vollständig zu haben, muss entweder genügend Druck dahinter jetzt noch kommen. Sowohl auch das Aufräumen, als auch, wenn möglich, soll das Erdgas raus. Wenn möglich. Aber muss auch nicht unbedingt. Die nächste Sache ist, uns geht langsam das Essen aus. Und die Kühe, ja. Die sind auch nicht mehr so viele. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Es ist wieder ein paar Stunden her. Und für mich zumindest der nächste Tag ebenfalls. Wo ich das hier aufgenommen habe. Und ich habe Rover wiedergefunden. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wo er ist. Ja. Jetzt ist er hinter Ziegeln. Und, was gibt's hier? Los, komm, ein paar Heilpillen. So, gut. Auf jeden Fall. Ein paar Sachen müssen wir jetzt machen. Erst einmal, wenn wir hier drauf schauen. Gut. Hier 70.000 rechnen wir mal. Wenn wir hier runtergehen, sind schon 7.000 weg. Und jeder einzelne sind nochmal so rund 1.500 von den Lux. Heißt, wir können nicht allzu tief bauen. Wenn wir spätestens 2 von den Glas nochmal haben, ist es wahrscheinlich auch schon wieder ausgereizt. Da hingegen heißt es also, wir müssen, damit wir alles ausnutzen können, maximal 3 hoch die Farmen machen. Als auch mal schauen, wie wir es hinbekommen mit den Glas. So, die Kühe sind ja auch noch die Sache. Erst einmal, die brauchen 16 Felder, aber die essen auch 50% Gras.
pro Zyklus. Das wiederum heißt, wir brauchen mindestens 2 Stück, um eine Kuh am besten zu versorgen. Denn ein Leben... Ah, Mist. Okay. Umgedacht. Wir brauchen 4 Stück. Oder? Nee, doch 2 Stück. Weil 100% sind 4 Zyklen. 50 wären 2, heißt 25 ist ein Zyklus, also brauchen wir 2 Stück pro Kuh. Ich würde aber am liebsten ein klein bisschen mehr machen und 2 Kühe in 1 reinmachen, also nehmen wir erstmal 5 Stück pro Etage. Ich könnte vielleicht irgendwann noch mehr machen, aber erstmal sollte das ausreichen. So. Die nächste Sache ist so. Wir brauchen mindestens 32 Platz, plus noch ein bisschen mehr, aber es darf auch nicht zu viel sein. Also bis, ja, ich würde schon sagen, so, damit wir 75 Felder frei haben. Damit können wir alles Mögliche anstellen. Einmal bis hier vorziehen. So, jetzt nicht aus Stahl bauen, sondern hier. Jetzt kommt das mehr oder weniger Wichtigste in dem Projekt, nämlich alles Mögliche zu machen, damit es den Tieren gut geht. Wo ist es? Wo ist es? Irgendwo. Oder war es bei Station? Hier. Die Pflegestation ist ein Muss. Die ist jetzt ein Muss. So, eine Pflegestation. Dann brauchen wir noch eine Melkstation. Die hier ist. Tiertränke. Verteilt Bracken an Vielzahl an Tiere. Okay, steht nicht da. Ist mir zum Schluss jetzt auch relativ egal. Ich brauche die Make-Station. Die ist auch hier, oder was? Ja. Ah, ich brauche die Gaskets dafür. Die muss ich noch transportieren lassen. Alles klärchen. Das hat sich jetzt auch erledigt. Auf jeden Fall eine Make-Station brauche ich. Tierzucht 2, okay. So, eine Make-Station noch dahin. Scherer brauche ich eigentlich nicht. Die nächste Sache ist, wir wollen 5 Stück haben. Heißt, hier kommt eine Make-Station hin. Es wird dann alles rausbefördert und in einem Brackenaufbereiter gesetzt. Ich denke mal, ich brauche dafür zum Schluss auch wieder was. 5, 5 und das nächste ist nochmal hier 5. Ja, sollte passen, wenn wir uns doch noch entscheiden, 3 zu machen. Und ich muss, glaube ich, bald wieder was ein bisschen herbringen wieder. Gut. Dann einmal das ganze Zeug hier hinbringen lassen, wo ich dann zum Schluss hoffe, dass es auch ausreichen wird, was ich hier raus befördere. Weil das ist doch schon ein gutes Stück mehr, als es eigentlich sein sollte. Wenn wir hier nämlich drauf schauen, 500 Gramm. Die können 10 Kilo zwar transportieren, allerdings ich weiß nicht, wie viel er macht. Und ich muss die Leiter hier nochmal wegreißen. Einmal so und ja. So hier und ebenfalls so hier hoch. Dann können sie wenigstens ordentlich wieder arbeiten. Und die kommt da nicht hin, weil natürlich ich alles schon abgerissen habe. So, Gasgras kommt hier hin. Dann. So, jetzt kommt, ich glaube, Veredelung dran. Mit hier. Brackwachs-Nachlese. Das Zeug kommt natürlich runter in den, ja, normalen Bereich. Und ich glaube, ich mache hier sogar dann, wenn ich eins weitermache. Genau. Dann kommt das hier, also könnte ich, wenn ich will, hier abschließen und den ganzen Raum hier unten mit Sauerstoff füllen. Ja, so kann ich es machen.
Genau, so würde ich es dann noch machen. Genau. Also den Raum hier unten dann mit Sauerstoff füllen. Mit einer Möglichkeit. Hier oben, das wird mit Erdgas weiterhin sein. Und ich muss noch das Chlor da rauskriegen, was mir gerade noch nebenbei einfällt. Das wird auch noch so eine witzige Sache. So, nochmal dich hierhin platzieren und mir geht gleich das Eisenerz aus. Genau. So. Dann kommt das Frackwachs, damit es nicht immer da oben ist und die immer wieder da durchstiefeln müssen. Ich muss hier zur Veredelung. Dann wird das Frackwachs hier runter transportiert. Eingang ist hier vom Gebäude, also ja. Hier. Ich würde jetzt mal annehmen... Jo, ich habe gar nicht auf mein Magmatit geachtet, wie viel wir davon jetzt haben. Halt, ich würde jetzt mal so grob annehmen, wie es laufen könnte. Das Frackwachs geht halt hier rein. Wie wir es machen, müssen wir dann mit den Melkpunkten sehen. Ich denke aber mal, 1 wird ausreichen. Und dann soll bitteschön... So, das Brackwachs muss dann wo rein nochmal gemacht werden? Nee. Das macht's dann zur Sohle. Und dann wollen wir aus der Sohle, wenn ich die Maschine wiederfinde. Wo ist sie? Hier, in den Salzer. Dann wollen wir aus der Sohle einmal bitteschön... Eieiei. Oh, das wird teuer, das wird alles noch teuer. Ich kann zwar weiterhin was herschicken lassen, aber ich will erstmal mit so wenig wie möglich hier noch machen. Dann schicken wir das Zeug darunter und wenn möglich zum Schluss hier rüber, wo dann alles erwärmt wird und hierher rein. Barbecue verdorben, na toll. So ist ungefähr der Plan. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir müssen hier Gaskets rüber transportieren lassen für sehr viele Sachen. Nächste Folge fangen wir ebenfalls an, mal das alles zu benetzen. Mit Kühen, dem Gasgras und was nicht alles. Vor allem auch mit dem Gebauten hier, damit unsere Kolonisten auch mal schön haben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!